Da sind wir wieder. Und heute mit der MT-10 von Yamaha. Ja, ganz frisch hier bei uns in Hetz. Das nackte Kampfeisen überhaupt aus Japan derzeit. Was auffällt, die Optik, die polarisiert. Also wie sie hier durchs Tor gerollt wurde und angeliefert wurde, war mein erster Eindruck. Also wir zwei, wir werden keine Freunde. Die sieht zu abgespaced aus, ja. Also meine erste Frage war, Autobot oder Decepticon? Auf jeden Fall Transformer, ganz klar. Die Optik, ich finde sie mega geil, also wirklich mega. Ja, ich habe mir gleich echt daheim erstmal Transformers reingezogen. Also ich finde es Bombe. Ich habe ein bisschen gebraucht, aber was mich dann überzeugt hat, beziehungsweise was mir gefallen hat, ist, es ist ein Serienfahrzeug und es hat eine Optik, die ist schon nah am Mainstream-Sachs. Ja? Durch die Front, es ist einfach was anderes und Yamaha hat sich getraut, auf all die zu verzichten, die ganzen Serienmotorräder, die nach Einheitsbrei ausschauen, nicht anzusprechen, sondern eben die was Besonderes haben wollen. Also schon allein deswegen gefällt sie mir, weil sie anders ist als die anderen. Hat sie auch so bei unseren Kunden, die hier reingekommen sind, gezeigt, love it or hate it. Da gibt es zwei Lager. Und dann gibt es noch solche, die es erstmal hassen, so wie du, ja, und dann richtig Bock drauf kriegen. Also mit der Zeit, man muss ein bisschen anschauen, mit der Zeit, mittlerweile gefällt es mir richtig gut. Richtig gut. Optik hin oder her, aber das Ding hat halt richtig innere Werte auch zu bieten. Ist ja das Top Naked Bike von Yamaha und basiert zu ganz vielen Teilen auf der R1, auf dem Superbike. Von dem Motor haben sie 40% neu gemacht. 60% sind von der R1 in dem Motor drin. Wir haben hier 160 PS bei 11.500 Umdrehungen. Wir haben bei 9.000 Umdrehungen einen Spitzendrehmomentwert von 111 Newtonmeter. Die wiegt 210 Kilo vollgetankt, hat eine Traktionskontrolle, dreistufig, die man ausschalten kann. Die hat ein ABS. Die hat einen Motormodus, auch über 3 Stufen. Also die hat eigentlich alles, was es braucht. Also Traktionskontrolle, das wird scheinbar zu einem Standard in dem heutigen nackten Serienmotorrad. Ja, wobei man auch echt Traktionskontrolle in dem Serienfahrzeug. Wobei man sagen muss, dass das Ding ja auch geil. wirklich Punch hat, also selbst mit den runtergeschraubten 160 PS, da macht so eine TC schon auch Sinn. Was auch noch besonders ist eben dieser Big Bang. Ja, das sind Kurbelwellenzapfen, die sind zu 90 Grad versetzt. Das ist wie bei einem V8-Motor, der 8 Kolben auf einer Kurbelwelle hat, nur eben 4 weggelassen. Und das merkst du richtig am Sound, wenn du da ein bisschen daneben hängst und das Gas aufziehst, das macht schon richtig so, oh, das ist einfach geil, ja. Also wenn der Obi, das ist echt der Hammer. Also unser Obi, ja, so emotional wird, ja, dann muss echt was dran sein. Und da ist auch richtig was dran. Also man muss mal ganz fair sagen, so ein rein Vierer, es gibt echt spektakulärere Geschichten. Also ein V2, ja, ist Hammer, Sound, ein Dreizylinder ist rotzig, ein rein Vierer ist, boah, mit einem geilen Topf, schreit das Ding schon mal. Diese Crossplay-Nummer hier, das ist so kernig. Das ist, ich werde es nie vergessen, kurzer Einwurf, Ben Spies nagelt mit der R1 2009 durch den königlichen Park vom Monster und ich sitze vor dem Fernseher und denke mir, what the fuck? Das Ding hat so gebrüllt und dieser Motor, also diese Crossplay-Geschichte, ist ja beibehalten worden bis heute und wer einmal das Ohr in die Nähe gebracht hat, wenn der Hahn aufgezogen wird, Hölle. Also wir sind sie gefahren, ich durfte sie als erstes fahren, der Jens ist dabei unsere Project X gefahren und ich habe zum Jens gesagt, also die müssen wir behalten, die geben wir nicht wieder her. Ja? Die hat so Spaß gemacht. Die hat einen Radstand von 1400 mm. Mal zum Vergleich zur MT-09, die hat 1440 mm. Das heißt, 40 mm hat die MT-10 weniger als die MT-09. Der Radstand ist kürzer als bei der kleinen MT-09. Und das merkst du so, also die ist so handlich, das ist der volle Kurvenfresser. Ja, ja, optisch sieht das jetzt gar nicht so aus. Also auch wenn er Platz nimmt, so ein riesen Tank, diese ganzen Armaturen hier, das wirkt erstmal so, oh, Danger, echt riesig.
Sobald sich das Teil in Bewegung setzt, ist das aber Fahrradfahr-Feeling mit richtig Punch und es beamt dich von einer Kurve zur nächsten. Ja, und wenn mal keine Kurve in der Nähe ist und du wirklich nur geradeaus fährst, was ja eigentlich lästig ist, bei dem Ding nicht, dann erwischst du dich dabei, ist du wieder einfach nur mal auf der Geraden aufziehen, zumachen, damit aufziehen, zumachen, einfach immer wieder. Ja, ist lustig. Also das Ding, wenn du da deine Scheine auf den Tisch legst, wirst du voll bedient. Nichtsdestotrotz, so ganz ohne Hand anlegen geht es bei uns ja auch nicht. Naja, sie ist und bleibt immer noch ein Serienfahrzeug. Genau. Das heißt also, es gibt immer genug Stellen, die man noch anlangen kann, um das Motorrad noch ein bisschen zu verschönern. Ja? Und wir haben natürlich ganz klare Nummer, wir haben einen wunderschönen schwarzen Auspuff drauf gebaut. Hier jetzt von Remus. Wir haben total geile Rastenanlagen dran gebaut. Und das Besondere an den Leitech-Rastenanlagen ist, also was mich total anmacht, als alter Rennmechaniker, Fußrastenposition verändern, eine Schraube, du kommst an die Schraube, genauso wie du den Bremsknauf hier vorne auch nur mit einer Schraube verstellen kannst. Das ist eine ideale Lösung und so einfach. Das gefällt mir. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Man muss echt sagen, also Leitech macht wirklich großes Kino hinsichtlich Anbauteilen. Die Rasten zum Beispiel Mördergrip. Das Ganze ist mit Klappmechanismus auch hier vorne, also wenn da mal irgendwie was daneben geht. Die Haptik, die Oberfläche von dem Material, das ist wirklich, da merkt man, Italiener, wirklich Liebe zum Detail, zum Style. Neben der Rastenanlage haben wir uns auch noch hier hinten, Obi, wie heißt sowas, wenn man das fachlich irgendwie sinnvoll ausdrückt? Ich würde sagen, das ist ein zum Einstellen der Kettenspannung in schnell. Also ich würde sagen, geiler Scheiß. Ein Schnellkettenspannversteller. Ja, wunderschön. Also das kommt zum Beispiel von Leitech. Dann haben wir uns noch Stutzpads gegönnt. Die Dinger machen weniger Sinn, wenn man sich irgendwie mit 200 in die Ecke feuert. Da hat man ganz andere Sorgen. Diese Stutzpads, nicht nur bei MT10, auch bei anderen Modellen, da geht es um diese saublöden Situationen. Ja? Höheres Schritttempo, rechts abbiegen, Rollsplit, blöd auf der Nase liegen. Also Leitech bietet da gerade für die MT10 ein riesen Sortiment. Wir haben uns eben mal so 2-3 Teile rausgezogen. Wir haben schon öfter mit Leitech gearbeitet. Wir kennen auch die anderen Sachen. Was auch noch wirklich schönes Teil ist, Kennzeichenhalter. Das Originale, das haben wir hier mal in die Altplaste-Sammlung. Ja, das ist, wie es halt so ab Werk kommt, ist schon okay. Ich glaube, das ist auch nur so vorgesehen, dass was dran ist. Yamaha und Co. alle wissen, das kommt direkt ab. Und da eben Alternative von Leitech, Tip-Top Material, das sieht ordentlich aus. Da kriegt ihr dann auch ein geschmeidiges Heck. Ja, das haben wir uns gegönnt. Die Leitech-Sachen, da ruhig mal auf der Seite von Leitech umschauen. Die haben für nahezu alle aktuellen Modelle alles im Programm. Da stehe ich ja schon gleich am nächsten Teil. Wir haben uns eine neue Sitzbank gegönnt. Also jetzt ist nicht so, dass die von Yamaha nicht fahrbar wäre. Und da ist auch echt, der Sitzkomfort geht auch in Ordnung bei Yamaha. Das Schöne an dieser Sitzbank, also wir haben nur den Bezug besorgt. Ja, das ist, wie heißt die Firma? Luimoto. Die Jungs kommen aus Kanada. Genau. Und die nehmen sich Serienmotorräder her und gucken, wie die Linienführung ist und nehmen die Linienführung auf und geben die im Polster wieder. Und dann kannst du auf der Homepage dir verschiedene Materialien aussuchen, also verschiedene Farben. Es gibt fertig vorbereitete, ja. Und du kannst dir aber auch auf Wunsch das komplett frei zusammenstellen. Ja. Logo einsticken geht, glaube ich, auch. Geht auch, du kannst dir auch Sachen reinsticken lassen, das ist echt sehr cool. Und wie du schon gesagt hast, das finde ich auch klasse, da merkst du, sind Leute am Werk, die wirklich Spaß am Motorrad haben, die wirklich sich Gedanken machen, hey, wo machen wir eine Naht hin und so weiter. Und dann wird aus so einem normalen Sattel auf einmal wirklich ein richtiges Style-Teil. So, und dann, wie der Uwe schon gesagt hat, wir haben ja nur den Bezug besorgt. Also das heißt, du musst den alten runter machen und den neuen drauf. Und Obi hat mir einfach Werkzeug in die Hand gedrückt und gesagt, er hätte Wichtigeres zu tun. Also das fand ich sehr mutig, zeigt aber, also das habe echt ich gemacht, ja, dass das echt kein Hexenwerk ist und man da tatsächlich mit relativ wenig Aufwand und überschaubarem finanziellen Einsatz richtig coole Sitzbank sich gönnen kann. Auch da gilt, unbedingt mal umschauen bei Luimoto, weil die bieten das für so ziemlich alles an. Ja. Es gibt fast nichts, was die nicht haben. Ja, und also
Geile Nummer, hat uns echt gut gefallen, haben wir zum ersten Mal ausprobiert, aber da werden wir Wiederholungstäter. Last but not least, unbedingt, hast du es ja schon erwähnt, Remus, die Hypercone, haben wir natürlich wieder zu unserem Freund Armand Mortier gebracht von Micron Systems und auf den Prüfstand, um zu gucken, ja, was tut sich, besser, schlechter, leider genauso geil. Schwarzer Rahmen, schwarze Schwinge, schön mattschwarzer Auspuff mit einer Carbon-Endkappe. Also man muss auch Ideal. sagen, Das brauche ich, das will ich sehen. Die Form von diesem Remus Hypercone passt halt auch mega zum MT10-Style, mit diesen ganzen Kanten und so weiter. Das ist genau die Remus-Nummer. Also wenn man es nicht wüsste, würde man sagen, das hat schon immer so gehört. Der Klang ist super. Man darf da jetzt nicht erwarten, dass man heute noch mit einem Zubehörtopf bei so einem aktuellen Fahrzeug da auf einmal Schallmauern einreißt. Muss auch nicht sein. Also wir alle mögen ja meistens unsere Nachbarn, ist auch okay. Dann, wenn das mit dem Krawall sich in Grenzen hält. Der Sound wird deutlich rotziger, kräftiger, bleibt aber alles im legalen Rahmen. Also hier nochmal zum Vergleich. Ne? Das Originalteil ist jetzt nicht mega hässlich, aber es ist halt... Kann man lassen, muss man aber nicht. Nee. Kommen wir mal zur Elektronik von dem Motorrad. Ja? Wir haben ja eingangs erwähnt, was wir alles haben. Wie eingangs schon erwähnt, haben wir hier das Ansprechverhalten von dem Motor. Da können wir wählen zwischen A, B und Standard. Wobei Standard das smootheste Ansprechverhalten ist. Danach kommt A mit ein bisschen sportlicher und B mit ziemlich sportlich am Gas hängen. Die Traktionskontrolle, die sehen wir hier drüben, die können wir auch über 3 Stufen regeln. Wobei 1 der Modus ist, wo die Traktionskontrolle am wenigsten häufig eingreift. Und dann haben wir 2, 3. Die Traktionskontrolle, die kann man noch ausschalten, finde ich auch ganz nett für den, der es mag. Das ABS kann man nicht ausschalten. Was haben wir noch? Wir haben einen Tempomat. Mehr gibt es nicht zu sagen. Alles drin, alles dran, was die Kiste kann. Ja, wobei ich also im Fahrbetrieb sagen muss, Alles aus. Alles ja, aus. genau. Reifen muss blockieren. Und Vollkasko. Also man kann sehr gut mit TC1 fahren, aber ich wüsste keinen Grund, warum man sie ausschalten soll. Das Ding gibt es und es funktioniert sauber. Also die TC Traktion- fand ich gut. TC1 ist also die sportlichste. Ja? Also da greift es am wenigsten ein. Ne? Mal Ja. hier so beiläufig. Ja, also es gibt bestimmt auch für 2 und 3 irgendwelche sinnvollen Gründe. Ich weiß es nicht. Ja, ansonsten diese Motor AB Standard, die sind andersrum wie bei MT-09, hast du gesagt. Ne? Ja, es geht von Standard. Standard ist quasi die sanfteste Ansprechverhalten von dem Motor. A ist die nächst sportlichere und der Modus B ist der sportlichste. Also da hängt sie richtig knackig, geht sie da ans Gas. Ne? Anders wie bei der MT-09. Genau, da war ja A die sportlichste Variante, Ja. Standard irgendwie dazwischen und B. Ja, schön, die Leute verwirren bei Yamaha, ihr macht das gut. So muss jeder mal das Handbuch lesen. Ich habe es wieder nicht gemacht, aber ich habe Obi, der hat es mir gesagt. Aber erst nachdem ich irgendwie 5 Ampelstarts verloren hatte. Ich würde mich beschreiben als sportlich engagierten Fahrer. Ja? Der Jens ist ein vernagelter Vollracer. Ich bin auf das Motorrad gestiegen und war wahnsinnig beeindruckt von dem Fahrwerk. Die MT-10 hat das komplette Fahrwerk von der R1 bekommen und das ist einstellbar. Kommen wir mal zur Gabel. Ja? Hier haben wir Zugstufe, Druckstufe, alles oben einstellbar. Hier Zugstufe, Druckstufe und die Federvorspannung. Also ich habe für mich an dem Fahrwerk nichts einstellen müssen. Ich bin jetzt 1,83 groß, habe super Platz auf dem Motorrad. Das Fahrwerk funktioniert klasse. Also diese Kurvenfahrten, du schwingst von einer Kurve zur anderen, du bist quasi wie beim Segeln fast schon. Ja? Ja, also das Sportlich segeln. Ja, also ich habe mich immer gefühlt wie so eine Gyroskopkamera bei der MotoGP. Also irgendwie komisch, das Fahrzeug bewegt sich unter dir rechts, links, zack, aber du hockst da oben drauf irgendwie und thronst über den Dingen. Aber macht total mega Laune, ja. Und es vermittelt ein unglaubliches Gottvertrauen. Ja, also das war schon irre. beeindruckend, ja. Ja. Vielleicht, also wir haben natürlich auch einen Metzler M7 RR auf dem Motorrad, ja. Das ist ein Reifen, da muss ich wieder sagen, ich fühle mich auf dem Reifen einfach pudelwohl. Also der serienmäßig montierte Bridgestone hat auch funktioniert. M7 ist derzeit die eierlegende Wollmilchsau. Bombe. Also wer ihn noch nicht gefahren hat, das müsst ihr mal ausprobieren. So, dann
fahren über Land. Aber kurz zum Project X, quasi Flügelmann von der MT10 bei dieser Nummer gewesen. Und die beiden sind ja Brüder im Geiste. Das Ganze ist nämlich hier Basis eine FZ1 Yamaha von 2006. Also so eine Phaser, weißt du, wo so eine riesen Verkleidung noch vorne dran so war. sauber Brot- und Butterbike. Das ist auch aus einer anderen Zeit von Yamaha, wo man noch drauf gebaut hat, dass ja wirklich jeder damit leben kann. Er muss nicht durchdrehen, aber mit leben können. MT10 ist ja wirklich, find's geil oder lass es bleiben. Aber die Basis war bei der FZ1 auch schon damals Bombe und das ist auch ein Grund, warum wir uns die dann hergenommen haben und gesagt, komm, machen wir es halt einfach mal so ein bisschen mit Eier. Ja, eigentlich war die Idee dabei zu zeigen, dass man auch mit einem Brot- und Butterbike einen schönen Umbau kreieren kann und das noch relativ kostengünstig halten kann. Preislich liegen die beiden jetzt nah aneinander. Hier hast du halt ein komplett einzigartiges Motorrad, ja, also es gibt nur diese und da drüben hast du schon mit der MT10 ein Serienmotorrad, das eben sich abgrenzt durch die Optik weit von den anderen und die Motorcharakteristik nicht zu vergessen. Ja. Project X, da werden wir aber auch demnächst euch nochmal Da kommt nochmal was in Kürze, genau. einen Film zu bringen und mehr Infos zu der ganzen Nummer findet ihr aber auch schon jetzt auf www.triplespeed.de. Also es fällt uns schwer, muss man schon echt sagen. Sie wieder herzugeben, ja. Selten, also auch so, sie ist uns echt ans Herz gewachsen. Obi hat sie lieben gelernt. Ich würde sie jetzt auch gerne mal öfter fahren, nicht die 1-2 Mal nur, die ich durfte, weil der Obi sie nicht hergegeben hat. Wer weiß, was wir noch aus dem Motorrad machen. Also musst du auf jeden Fall mal dranbleiben. Und dranbleiben musst du auch, weil der Kollege hier, die Ratte, war nämlich in Mugello. Und was hat er da gemacht? Die R1M gefahren. Ich durfte quasi den Vater des Ganzen hier um den Block bewegen. Und mit wem durfte er die R1M fahren? Ist ja nicht so, dass ich neidisch wäre oder so. Mit dem Herrn Alex Gramini, Ex-125er Weltmeister. Danke Pirelli, dass wir auch den ganz neuen Superbike-Slick testen durften. Auf der R1M in Mugello bei 38 Grad. Und dann kommt er zurück, setzt sich auf die MT10 und sagt, da ist ja fast kein Unterschied mit der. Ja, nur ein bisschen kühler bei uns. Obi, du hast überhaupt nichts verpasst in Mugello. Ja. Ein bisschen MT10 ist genau dasselbe. R1-Motor. Eben, so ist es. Geile Nummer. Da kommt noch was und dranbleiben. Dranbleiben. Wir sehen uns. Servus.